Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im Juli 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und den Aszendent. Und bis Sonntag gilt noch der 36% Rabatt auf alle meine Legungen im Online-Shop. Ausgenommen sind die 2 Kurzbotschaften. Du brauchst hier keinen Code eingeben, wird alles automatisch im Warenkorb abgezogen. Und die Adresse hierfür findest du im angepinnten Kommentar bzw. in der Kanalinfo oder auch in der Infobox. Los geht's! Für Widder bitte. Wie wird der Juli 2025 für Widder? Was kommt auf Widder? Na, gut. Hat nicht lange gedauert. Einmal die 6 der Kelche und wenn ich ihn aufbringe, den König der Kelche und im Unterdeck habe ich die 7 der Kelche wieder. Na bitte. Ja, wieder, was soll ich sagen? Es geht hier einerseits sehr stark um die Liebe, zu dem komme ich gleich, aber auf der anderen Seite arbeitstechnisch bzw. allgemein abseits von der Liebe nehme ich einfach wahr, dass du hier im Juli Unterstützung von einem König der Kelche bekommen kannst. Kann ein Wasserzeichen sein, das heißt Skorpion, Fische oder Krebs. Kann sein, muss aber nicht. Dieser Mann ist auf jeden Fall sehr gefühlvoll, auch sehr kreativ, kann auch ein Künstler sein, also in der Schiene, und wird dir hier helfen, einen lang gehegten Wunsch, den du vielleicht schon seit Kindheit an hast, beziehungsweise einen Lebenstraum zu realisieren. Und hier mit den 7 der Kelchen, hier geht es einfach um diese vielen Möglichkeiten, die dir dann offen stehen. Wie gesagt, diese Person hilft dir einfach, das zu verwirklichen. Du siehst ja, wie in jedem Kelch etwas anderes drinnen ist und du kannst hier dann auswählen, wie du das machst, wobei er dich unterstützt, was soll er machen, was machst du. Die stehen hier, wie gesagt, auf jeden Fall alle Möglichkeiten offen und wir haben ja hier sehr viel Kelche, also das Ganze wird vielleicht auch ein emotionaler Monat, aber im positiven Sinne, also dass du sehr viele Freudentränen vielleicht verdrücken wirst, weil du hier vielleicht einfach jetzt Hilfe bekommst oder weil du diese Person, die kannst du auch schon seit Kindheit an, beziehungsweise schon seit einer langen Zeit kennen, jetzt wiedersehen wirst und der dich dann eben unterstützt. Und das stimmt dich einfach glücklich. Es kann ja viele Gründe geben, warum ihr schon so lange keinen Kontakt mehr hattet. Wenn das wirklich jemand aus der Schule ist, dann ist es klar, man verliert sich, der eine zieht dorthin, der andere zieht dorthin, man bekommt Familie, wie auch immer. Und liebestechnisch kommt hier ein Mann auf dich zu, der Gefühle für dich hat. Nicht nur Gefühle, hier ist auch die Leidenschaft vorhanden und das sind tiefe Gefühle. Du siehst ja, wie unruhig das Gewässer ist. Und hier mit den 7 der Kelchen geht es ja auch um das Verliebtsein. Also hier sind viele Gefühle für dich da. Entweder, wenn du daran glaubst, geht es hier um eine Seelenliebe, aber eben auch, dass du das Gefühl hast, dass du diesen Mann schon ewig kennst. Das muss jetzt nicht der Fall sein, dass du den wirklich schon kennst. Es geht hier einfach darum, dass diese Verbindung einfach da ist im ersten Moment, wo du diesen Mann siehst. Und mit den 7 der Kelchen muss man aber auch aufpassen, dass man sich keiner Illusion hingibt, weil ja, wir haben viele Kelche, aber Kelche stehen ja eben auch für diese Emotionen und es ist ja eigentlich ratsam, in der Mitte zu sein, das heißt Verstand und Gefühl und nicht nur Gefühl, aber auch nicht nur Verstand. Also da solltest du schon aufpassen, dass du nicht die rosarote Brille aufhast, schon im Moment lebst, aber das Ganze auch realistisch betrachtest. So, dann schauen wir weiter. Wie geht's weiter für Widder bitte? Wie geht's weiter für Widder bitte? Hoffentlich nicht schon wieder eine Kelchkarte. Gut, wie viel sind das? Na, das sind 3. So, die geben wir wieder retour. So viele brauche ich nicht. Naja, gut. Die Mäßigkeit hat zwar auch die 2 der Kelche in der Hand, aber bitte. Also, hier mit der Mäßigkeit 14. große Arkana. Einerseits geht es darum, dass wenn dir dieser Mann oder kann auch eine Frau sein, die in der männlichen Energie ist, ja, das weißt du am besten. Wenn diese Person auf dich zukommt, dann bringt dich das Ganze wieder in Einklang mit dir selbst. Du hast hier den Engel, das heißt, das Ganze ist von oben geführt, die Mäßigkeit ist eben auch so eine Schutzkarte und dein Leben, ja, soll wieder ins Gleichgewicht kommen
auch du sollst wieder ins Gleichgewicht kommen und eben auch dein Innenleben, also deine Emotionen. Und du siehst ja hier, wie der Weg zur Sonne führt. Und das ist eben auch ein Hinweis auf die 19. große Arkana. Und das ist die Sonne. Da geht es eben um die Leichtigkeit, um den Erfolg, dass du wieder auf der besseren Seite des Lebens bist und mit der Mäßigkeit. Das ist zwar die Geduldskarte, ich nehme hier aber eher wahr, dass du schon lange darauf gewartet hast, dass dir jemand hilft, dass du irgendjemanden findest, der das kann, was du eben nicht kannst. Also quasi, dass ihr euch ergänzt und wo du einfach dann deinen Traum verwirklichen kannst, wo du deinem Traum einfach näher bist. Hier, wie gesagt, der Hinweis auf die Sonne, hier habe ich die 14, dazwischen liegt der Hierophant, das ist 50 große Arkana und hier geht es eben sehr stark um Werte, um Vertrauen, auch um den Glauben und du vertrittst hier mit dem König der Kelche die gleichen Werte, also ihr seid euch da einig, ihr seid nicht so unterschiedlich und genau das ergibt dann dieses Teamwork, wo du einfach auch dich freust, mit dieser Person zusammenarbeiten zu können. Und wie gesagt, hier geht es nicht um den Beruf, nicht zwingend um den Beruf, das kann auch finanziell sein oder eben auch im hobbymäßigen Bereich, wie auch immer. Ja, und liebestechnisch, hier soll wieder Harmonie reinkommen, also entweder kennst du diesen Mann bereits, da ist es im Moment nicht so harmonisch oder war es in der Vergangenheit nicht so harmonisch und das soll dich im Juli aber dann ändern. Oder wenn du diesen Mann erst kennenlernen wirst, dann geht es darum, dass der in dir etwas heilt, ganz unbewusst, aber eben schon alleine vielleicht sein Auftreten, seine Haltung dir gegenüber, wie er dich behandelt, schon alleine das heilt vielleicht Wunder von früher von dir. So, ein letzter Impuls für wieder bitte. Ein letzter Impuls für wieder bitte. So, runter kommt er schon geflogen. Page der Kelche und dann im Unterdeck 21. große Arkana, die Welt. Also hier mit den Pagen der Kelche. Hier kommt das Angebot und das ist halt wieder ein Kelch. Also erstens, du siehst ja hier, wie der Fisch da quasi raushupft und mir hat letztens jemand geschrieben, der Fisch, der kann auch stinken, nicht beim Pagen der Kelche und vor allem das war eine Legung, wo viele Münzen waren. Also wenn der Fisch stinkt, ja, dann kriege ich das schon mit und dann sage ich dir das auch. Aber hier, der Fisch stinkt nicht, ja. Außerdem sind meine Legungen geruchslos und hier eben, das ist sehr überraschend und beim Pagen, der meint es ernst, der hat Gefühle für dich, beziehungsweise geht es nicht nur darum, dass dieser König der Kelche Gefühle hat, sondern einfach, dass der an dir interessiert ist, vollkommen egal, ob es da jetzt eben um dein Projekt geht oder um die Liebe. Dieses Angebot stimmt dich einfach froh, das gibt dir auch wieder Hoffnung und ist auch eine Chance auf einen Neuanfang und du wirst hier einen Neuanfang haben, du wirst hier mit der Weltkarte, das ist der letzte große Arkana im Tarot, wirst hier einen Zyklus abschließen, wo du vielleicht nicht so glücklich warst, beziehungsweise wirst du halt einfach eine lange Phase abschließen und hier geht es einfach in Richtung Wunscherfüllung, in Richtung Selbstverwirklichung auf jeden Fall und hier spielt dieser Mann oder eben diese Frau, die sehr in der männlichen Energie ist, eine große Rolle und hier kommt eben das Angebot und du wirst dieses Angebot, so wie ich das wahrnehme, sehr schätzen und auch annehmen, auch wenn du vielleicht im ersten Moment so deine Zweifel hast, kann ich das und hin und her, ja. Also letztendlich wirst du es aber annehmen, weil du wirklich die große Chance darin siehst und hier, du hast eben die Welt, alle 4 Elemente vereint und das Ganze soll dir auch zeigen, dass du alle Elemente in dir vereinst, dass du alles hast, was du benötigst, um wirklich voranzugehen und diese Person ist einfach wichtig für dich, weil sie das Ganze auch vorantreibt und hier eben auch mit den Pagen der Stäbe, da wird einfach etwas in Bewegung gesetzt, gemeinsam. So, hoffentlich war das nicht so verwirrend. Liebestechnisch kann man das Ganze auch nur ein wenig umdeuten. Hier kommt die Annäherung von einem Gegenüber. Also entweder, wenn du die Person wirklich schon kennst, ja, wenn du diesen Mann schon lange kennst, dann kommt hier wieder Annäherung, hier kommt eine Nachricht, die ist sehr liebevoll. Und das, was vielleicht in der Vergangenheit nicht geklappt hat, soll jetzt abgeschlossen werden. Ihr sollt die Vergangenheit hinter euch lassen
und hier mit der Null dann wieder anfangen. Wenn du diesen Mann noch nicht kennst, dann kommt hier trotzdem auch ein liebevolles Angebot. Also entweder, dass der endlich auf dich zukommt und sagt, hey wieder, ich interessiere mich schon lange für dich, können wir nicht Kaffee trinken, können wir nicht dies und das unternehmen, wie auch immer. Und vielleicht, wenn du in der Liebe nicht so viel Glück hattest in den letzten Monaten oder auch vielleicht Jahren, weil wie gesagt, mit der Welt sprechen wir von einer sehr langen Phase, dann wird diese schlechte Phase, diese Phase, wo du nicht erfüllt warst, hier mit der Welt zu Ende gehen und du wirst mit dem König der Kelche eine Chance haben auf etwas Schönes, auf etwas, woran du vielleicht gar nicht mehr geglaubt hast oder im Moment auch nicht glaubst, wo du dir sagst, da wird nie wieder der Richtige kommen oder alle Männer sind gleich oder wie auch immer. Also sowas solltest du ohnehin nicht denken, weil du dich in ein Mangeldenken hineinfabrizierst. Das heißt, du ziehst dann genau solche Menschen an. Also wenn du sagst, das wird ohnehin nichts, ja, dann kann ich dir garantieren, es wird nichts. Davon, wenn du dieses Denken hast, bitte unbedingt rausgehen. Denn die Gedanken von heute bestimmen unser Morgen. Das ist so, ich kann ein Lied davon singen, das sind nicht leere Worte, die ich dir sage, sondern ein gut gemeinter Rat von jemandem, der sich sehr lange alles schlecht geredet hat und genau das angezogen hat. Also, hier kommt das ehrlich gemeinte Angebot und hier kann es wirklich in Richtung Heilung gehen. Also, der kann dir vielleicht auch zum ersten Mal zeigen, was wahre Liebe ist und dass das nicht immer nur ein Kampf ist. Also, in diesem Sinne wieder bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.